Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Volvo V90 vor. Gleich eine Anmerkung vorneweg. Ich habe auch die Limousine vorgestellt, den S90 und den SUV. Beide sind unten verlinkt oder hier oben beim i. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Wie ich finde, alles drei sehr hübsche Modelle. So, falls ihr euch wundert, warum der Wagen schon ausgepackt ist, wie gesagt, die Volvo-Modelle stehen aktuell bei mir in der Vitrine drin und deswegen sind sie natürlich schon ausgepackt. Ich zeige euch dennoch mal die Verpackung. Hier drin sind übrigens die Schrauben, das klappert so die ganze Zeit. Ihr könnt sehen, es ist eine weiße Dealer Edition. Und, achso, was ich vergessen habe, ist, das Ganze ist von der Firma Norev. Steht ja auch noch hier unten drauf. Ja. Die Farbe ist auch wieder Onyx Black. Und an der Seite sehen wir Volvo-Logo, auf der Seite ebenfalls. Und hier hinten steht nur die Schrift Volvo Car Collection Designed Around You. Stellen wir das Ganze mal weg und schauen uns das Modell genauer an. Und fangen wir am besten bei der Front an. So. Und ihr könnt sehen, die Front ist wie bei dem S90 auch sehr markant mit dem neuen Lichtdesign. Ja. Mir gefällt das persönlich ganz gut. Das hat was, es macht was her. Es sieht sehr mächtig aus, aber dennoch nicht aufdringlich. Man sieht das Volvo-Logo in der Mitte. Hier unten die Lufteinlässe, auch verchromt. Kommen wir zur Seite. Und wie ihr sehen könnt, die Form des Kombis, ich meine, ihr kennt ja die Vorgänger wahrscheinlich, früher war der Volvo ja sehr, sehr gerade. Das haben sie jetzt ein bisschen geändert mittlerweile, jetzt geht es etwas schniedriger zugange. Dennoch sind die Grundindizien für einen Volvo gleich geblieben, und zwar die Größe. Ja, dieser Wagen ist sehr, sehr groß, lang vor allem, und Kofferraumvolumen ist natürlich auch nicht zu verachten. Wie gesagt, die Seite gefällt mir sehr gut. Die Chromlinien machen das Ganze auch noch etwas schnittiger. Die Felgen, wie gesagt, sehen auch recht gut aus. Passend zum Modell. Der Wagen hat ein Panoramaglasdach, was ich persönlich natürlich sehr, sehr schätze. Ist natürlich noch besser als ein Schiebedach, aber auf jeden Fall besser als kein Schiebedach, sage ich mal. Das Heck gefällt mir auch sehr gut. Hier kann man die klassischen Lichter von Volvo sehen, die sie früher komplett nach unten hatten bei den Kombi. Groß Volvo hinten drauf stehen, die Auspuffblenden auch in Chrom gehalten. Also mir gefällt das Design von hinten ebenfalls ziemlich gut. Jetzt zeige ich euch nochmal den Innenraum. So wie immer. Und ihr könnt schon sehen, ist natürlich auch wieder hell. Ihr wisst, mir gefällt das sehr gut. Und ähnlich wie bei der Limousine und auch bei dem SUV von Volvo, beziehungsweise hier dem Modell von Norev, ist es auch wieder sehr gut verarbeitet. Kann man eigentlich nicht viel meckern, meiner Meinung nach. Mir gefällt's. Hinten die Rückbank. Hier oben kann man auch nochmal reinschauen. Ja. Also mir gefällt das Modell. Ich habe keine großen Kritikpunkte gefunden. Ist natürlich Metall, ist klar. Mich würde jetzt interessieren, wie gefällt euch das Modell? Habt ihr selber Volvo-Modelle in eurer Sammlung? Ich persönlich, wie gesagt, habe alle drei. Die Limousine, den Kombi und den XC90, also SUV. Und mir gefällt einfach die Design hier von Volvo in dem Fall. Schreibt mir gerne einen Kommentar, abonniert meinen Kanal und teilt das Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.